Applaus. Absolut angemessen, vielen Dank. Wie ist es so gerade so bei mir? Ich kann jetzt Englisch. Ja, das hatte ich jetzt anders eingeplant. Ich dachte, da gibt's Applaus. Gar nicht, ein bisschen, okay, ja. Gut, das ist richtig boniert hier tatsächlich. Ich kann es total nachvollziehen, dass ihr euch sagt, wieso kann er erst jetzt Englisch? Es ist so, ich habe in NRW Abi gemacht und das ist auch schon die ganze Erklärung. Also, wenn du in NRW auf dem Zeugnis eine 4 hast in Englisch, heißt das, du hast schriftlich, der Typ kann kein Wort Englisch. Gibt's hier jemanden, der in NRW Abi gemacht hat? Geil, ihr kommt auch nie runter aus dieser Abi-Stimmung. Abi Los Migos! 1999, wir waren dabei! Bielefeld! Okay, wo hast du Abi gemacht? Wow, ich habe dir auf einen Mann gezeigt und jetzt höre ich eine Frauenstimme und ich weiß nicht, wo sie herkommt. Zeig mal auf. Also die Stimme, die sich jetzt gerade gesprochen hat, ne? Zeig mal bitte auf. Ach, du bist ja ganz hinten. Wow. Und du hast gedacht, ich sehe dich? Ich rede da wirklich so mit so einem schwarzen Umriss. Aber ist völlig okay. Ja, nicht wertend gemeint. Okay, du hast in Essen Abi gemacht. Habe ich das richtig? War noch mal eine Zusammenfassung für mich. Ja, dass wir hier alle mitkommen. Ne? Und und dann hast du da auch Englisch gehabt? Ja, natürlich. Und was hattest du da für eine Note? Gut, das wäre hier in Berlin immer noch eine 4. Ja. So, gab's jemanden, das ist ja offenbar so, das ist dann so da hinten die Streberecke offenbar. Gut, alles klar, haben wir hier, ne, falls da nochmal Bedarf ist. Okay. Sonst jemand schlecht in Englisch gewesen und in NRW? Ja? Was hattest du gehabt? 4. Eine 4, so, genau. Das ist eine 6 tatsächlich. Realistischerweise ist das eine 6. Wie heißt du? Melissa. Melissa, alles klar. Wieso? Nee, dein Name sagt erstmal gar nichts, um Gottes Willen. Da mache ich mich gar nicht drüber lustig. Aber die 4, die wirst du noch häufiger. Nein, Melissa. Nein, pass auf. Es ist so, wir machen das jetzt so. Ja? Das wird für dich heute ein super Abend, weil immer wenn jetzt ein englischer Begriff kommt, ne, dann übersetze ich den einfach für dich. Das ist so ein barrierefreier Abend, weißt du? Ja, gerne, mach ich doch gerne. Ich sage immer, das Publikum ist nur so stark wie sein schwächstes Glied. Und in dem Fall heißt es Melissa. Ist doch okay. Ich kann jetzt also Englisch. Warum? Ich bin jetzt in so einen Berliner Freundeskreis geraten. Wem sage ich's? Wem erzähle ich's hier? Ja, und das sind dann schon so Leute, die machen gerne so Serienabende. Und das sind schon so Leute, die gucken dann gerne im Original. Nee, ist uns wichtig, im Original. Auf Englisch, ne? In der Synchro geht so viel verloren. Verstehe ich auch teilweise gar nicht mehr. Deutsch. What are they saying? Ist okay, Till, oder? Wenn wir auf Englisch gucken, oder? Kannst du auch Englisch, oder, Till? Yes. Ich habe 3 Staffeln Breaking Bad gesehen, nichts verstanden. Ich habe irgendwann nachgeguckt, worum es geht. Drogen. So wird ein Schuh draus. Ich habe mich schon gefragt, warum machen die so ein Geschiss um das Waschmittel, aber so, na klar. So, und ich habe das jetzt wirklich häufig gemacht. Ich habe häufig mir Serien angeguckt und ich kann jetzt wirklich wesentlich besser Englisch. Ich verstehe jetzt Englisch. So, ich verstehe jetzt zum Beispiel englische Songtexte. Und das würde ich gerne wieder rückgängig machen. Also, das ist ja furchtbar. Ja, aber ich kann es jetzt. So, zum Beispiel 99 Problems von Jay-Z habe ich früher immer gerne gehört. So, und ich habe früher immer verstanden, I got 99 problems. Ja. Hier haben das immer noch welche, auf jeden Fall, ja. Genau, und ich hatte das einmal so, und es war okay für mich. So, Jay-Z und ich, wir hatten eine gute Zeit. Ja, und ich wusste so, Jay-Z rappt darüber, dass er 99 Probleme hat. Ich fand es erstmal super mutig, dass er so offen ist
und dann auch sagt, nee, da mache ich einen Song drüber. Ne? Und dann aber auch so ein genauer Typ. Ne? Dass er nicht sagt, oh komm, sind roundabout 100, sondern genau 99. So, Melissa, wegen roundabout. Ungefähr. Na, da wissen wir beide schon, das wird ein Running Gag, ne? Also ein Witz, der sich immer wiederholt. Nein, keine Sorge, ich hacke jetzt nicht die ganze Abend auf hier rum. Wir machen es umgekehrt. Wenn da Verständnisfragen von dir sind, einfach melden. Ich kann das ja hinterher dann googeln. Du kannst es oder hinterher googeln, genau. Ja. Es ist so, ich kann jetzt also das aber richtig verstehen. Ja? Ich verstehe jetzt die ganze Line von Jay-Z. Und er rappt ja nicht, sondern er rappt ja, I got 99 problems, but a bitch ain't one. Was so viel heißt wie, ich habe 99 Probleme, aber kein Problem damit, eine Schlampe klar zu machen. Ja, und da habe ich mir gedacht, ach guck, ja, da kennt er nicht nur seine Schwächen, sondern auch seine Stärken. Und der hat im Bewerbungsgespräch ja viel zu erzählen. Ich glaube nicht, dass der Jay-Z das sexistisch meinte. Nein. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich glaube ganz im Gegenteil, ich glaube, der wollte sagen, ich habe 99 Probleme, aber das eigentliche Problem in der Gesellschaft ist doch Sexismus. Das war einer der ersten feministischen Rap-Tracks der Welt. Der wollte darauf aufmerksam machen. Oder der meint es so ein bisschen so, weil der so Ego-Probleme hat. Ne, dass der sich denkt, wenn eine Frau auf mich steht, dann lässt sie wirklich alle ran. Ja, genau, traurig. Ja, dass der so von Selbstzweifeln zerfressen ist. Ja, aber ich kann das verstehen, ne? Der ist wahrscheinlich so in so einem goldenen Käfig des Erfolgs. Kann ich gut nachvollziehen. Und ich kann mir vorstellen, dass Jay-Z schon mal eine Therapie gemacht hat. Und ich stelle es mir vor allem spannend vor, wie der Therapeut damit umgeht. Also weißt du, einer der reichsten Rapper der Welt kommt zu mir in die Sprechstunde. Und da musst du ja cool tun. Das ist ja super wichtig. Ja, du kannst ja nicht sagen, oh krass, Jay-Z, hier, wow. Sondern du bist cool. Und du bist der Chef in der Situation. Ja, also kommt Jay-Z rein und du sagst, ja, Herr Sie, wo drückt der Schuh? Ja, also, ich habe 99 Probleme. Cool bleiben, ganz wichtig. Aber innerlich denkst du dir natürlich, Jackpot. Das wird eine Langzeittherapie. Und der Typ hat Geld. Aber und fang an, alle Zweifel auszuräumen. Ich habe kein Problem damit, eine Schlampe klar zu machen, okay? Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ne, ist ja immer die Frage eigentlich. Ne? Also ich meine, Schizophrenie, Depression, schön und gut. Aber kannst du eine Schlampe klar machen? Das ist ja der Ausweis geistiger Gesundheit. Es sei denn, du bist eine Schlampe. Dann ist natürlich die Frage, kann ich Jay-Z klar machen? Logisch. Das neulich einer Freundin erzählt. Sabine. Kennt ihr die? Nee, und so muss man sagen, also da kann sie nichts für, ne, dass sie Sabine heißt, aber sie ist auch eine Sabine. Also muss ich wirklich, also sie ist so sabinenhaft, also die würde ich auch Sabine nennen, wenn es eine Ute wäre. Ne, gibt auch immer tolle Sabine. Meine Agentin, ja, zum Beispiel super, heißt auch Sabine, ja, ist eine große Ausnahme, aber sonst so eine klassische Sabine. Wer wissen, oder sind Sabinen anwesend? Entschuldigung. Nee, da können wir offen reden. Also. Eine richtige Sabine. Du hast immer so eine im Freundeskreis, die so sagt, man kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Wo man sich immer denkt, ja, aber du bist nicht der Beweis. So, so jemand. Und dann hat Sabine sich das angehört mit Jay-Z und hat so gesagt, Till, sorry. Das klang gar nicht wie eine Entschuldigung. Sorry, Till, da kann ich nicht drüber lachen, dass du dich da mit Jay-Z ausgerechnet über einen Schwarzen lustig machst, der es nach oben geschafft hat. Till, ich gebe dir mal einen Tipp. Check mal deine Privilegien. Ja, und habe ich dann gemacht. Und ich bin ganz zufrieden. Ja, also ich bin weiß, heterosexuell, männlich, ist nicht schlecht. Da muss ich sagen. Also wirklich, ganz ehrlich, da würde ich nicht tauschen wollen.
Ja, noch dazu bin ich Bildungsbürger. Ja, also meine Eltern haben studiert, ich habe auch studiert. Macht schon Spaß. Oh, schon. Doch, wirklich. Also wirklich so, also gerade Bildungsbürger sein, das ist schon schön. Ja, also das ist wirklich so, dass man kennt sich, man hilft sich gegenseitig. Ja, man erkennt doch einander. Da weiß man doch sofort, hier zum Beispiel, kein Bildungsbürger. So, ne? Man sieht es doch. Ja, aber wenn man erkennt sich gegenseitig, man riecht so ein bisschen nach Thomas Mann. Man ist solidarisch mit der Unterschicht, aber immer so ein Bücherregal Abstand. Nein, ist schön. Nee, gerade Bildungsbürger sein, das hilft einem sehr. Ja, auch man hilft sich gegenseitig. Wirklich, ich setze mich nackt in der Arktis aus. In 3 Tagen bin ich wieder da, wo ich war. Denn irgendein Bildungsbürger wird mich finden. Irgendeiner mit Jack Wolfskin-Jacke ist immer da. Und sagt dann, Entschuldigung, sind Sie Bildungsbürger? Kann ich Ihnen helfen? Ja, bitte. Sagen Sie mir, wo geht es denn zur nächsten Bibliothek? Habe ich neulich noch gelesen. Ja, also gerade dieses Bildungsbürger sein, das ist so gut. Also meine Eltern haben studiert, ich habe studiert. Ja, das ist bei 8 von 10 so. Ja, wenn deine Eltern studiert haben, studieren 8 von 10 Kindern studieren dann auch. Ja, wenn deine Eltern nicht mal Abi haben, nur 3 von 10. Und da gibt es jetzt viele, die sagen, das Bildungssystem ist ungerecht. Aber ja nicht für alle. Also ganz ehrlich, also wenn das Bildungssystem gerecht gewesen wäre, ich hätte das Abi nicht gepackt. Da mache ich 3 Kreuze. Ich bin ansonsten sehr viel jetzt wieder unterwegs, glücklicherweise. Es geht gerade wieder mit dem Zug. Ich mag das sehr gerne, Zug fahren. Ich finde es nur so ab so 6 Stunden wird es ein bisschen zäh. Und ich bin neulich gefahren von Basel zurück nach Berlin. Das sind so 8, 9 Stunden. Und kennt ihr denn diese Leute, die einen während der Fahrt anlabern, so, obwohl man überhaupt keinen Bock drauf hat? Und die checken es dann aber nicht? Der Typ bin ich. Das ist jetzt so mein Ding geworden. Wirklich. Ich bin viel zu extrovertiert. So, wirklich, also unangenehm einfach. So, ich weiß eigentlich auch grundsätzlich, hat niemand Bock darauf, mit einem wildfremden Menschen zu reden. Aber da denke ich mir immer, die haben noch nie mit mir geredet. Ich bin ein unterhaltsamer Typ. Und ich habe keine Ausrede. Ich setze mich rein in den Zug und dann scanne ich die Umgebung nach einem Opfer. Und dann will ich schon jemanden haben, der beschäftigt ist. Ich will einen Gegner haben. Und dann sehe ich jemanden, der liest ein Buch. Perfekt. Dann setze ich mich vor ihn hin und starre ihn an. Und wenn er nur einmal ganz kurz das Buch nach unten lässt, sage ich, na, wo fährst du hin? Ich duze ihn auch direkt. Ich denke mir so, warum unnötig Distanz schaffen? Wir haben noch 9 Stunden Fahrt vor uns. Wir werden Freunde! Also, um es kurz zu machen, ich glaube, ich werde ein Idiot. Ja, ich werde auf jeden Fall, weil ich habe früher immer gedacht, das machen ja nur Idioten, jetzt mache ich selber. Und es ist so eine spannende Zeit für mich, so, weil ich glaube, es gibt ein ganz, ganz kurzes Zeitfenster, in dem merkt man, dass man ein Idiot wird und dann merkt man es nicht mehr, weil man dann einer ist. Ja, und jetzt so die letzten freien Monate möchte ich auskosten einfach, wo ich das noch beides mitkriege. Das hat vor einem Jahr angefangen, da bin ich dazu übergegangen, so pseudo-lustige Antworten zu geben. Das kennt ihr auch, wenn ihr einen Kellner fragt, Entschuldigung, kann ich bitte zahlen? Und der sagt, weiß ich nicht, ob Sie das können. Auf einmal finde ich das witzig. Auf einmal bin ich selber so drauf. So, wenn mich jemand fragt, Entschuldigung, ist da noch frei, sage ich, nee, da sitzt ein unsichtbarer Elefant. Comedian. Du kannst es oder kannst es nicht. Aus dem Ärmel geschüttelt, ja. Nee, das ist noch frei. Na, wo fährst du hin? Der werde ich jetzt. Ist spannend für mich jetzt, wohin treibt's mich? Ja, was für ein Idiot werde ich? Ich glaube, werde auf jeden Fall, ich bin ehrgeizig, ich bin ein Vollidiot. Ich werde ein richtiger Vollidiot. Ja, so ein Besserwisser-Idiot, glaube ich. Die gibt's ja, ne? So Leute, die dann so sagen, nee, ich weiß tatsächlich, ich weiß alles. Ja, doch. Kann auch alles erklären, ja sicher, ja klar. Ja. Und alle drumherum wissen, nein, 2 IQ-Punkte weniger und du bräuchtest Schuhe mit Klettverschluss. So jemand. Ja, so Leute, die dann alles erklären können. Die sagen so, ein Nahostkonflikt, ja sicher, kann ich erklären, ja sicher. Klar. Könnt ihr lösen. Ja, klar, mich fragt ja keiner. Ja sicher, ich bin ein Ostexperte. Hör mal, ich war schon 3-mal auf Bali. Ja, ist sogar ferner Osten. Ja, bin eigentlich überqualifiziert, sicher.
Ich glaube, ich wäre doch so jemand, der sagt so, hör mal, Meister. Ne, da weiß man schon immer, da kommt nichts Gutes mehr nach. Ne, wenn man irgendwo hör mal, Meister hört, da weiß man schon, oh, da denkt niemand, oh, ein weiser Mann ist in der Stadt. So, und dann am besten noch so abgeschlossen mit, hör mal, Meister, was wird das denn, wenn es fertig ist? Ich glaube, ich wäre so ein Typ, der dann einfach so andere Leute anpöbelt, völlig grundlos. Da steht jemand auf dem Marktplatz, was wird das denn, wenn es fertig ist? So in der letzten Stufe ist es so nonverbal. Ja? Das ist so ein Bademeister-Attitüde ohne Schwimmbad. Letzte Stufe nonverbal ist einfach nur noch Jawohl. Das wird schön. Ich freue mich drauf. Ich glaube, als Idiot werde ich zum ersten Mal das Gefühl haben, so richtig ernst genommen zu werden von der Politik. Da freue ich mich drauf. Nee, weil jetzt so oft gesagt wird, wir müssen Gefühle ernst nehmen. Ja, und als Idiot habe ich ja wenig Gedanken, aber ganz viele Gefühle. Und das wird schön. Ein Grundgefühl ist ja Angst in Deutschland. Ne? Also viele Leute haben Angst, so ganz grundsätzlich. Aber so ein Evergreen ist auch Angst vor Terror. Ja? Angst vor einem Terroranschlag. Ja, also jetzt keine Sorge, jetzt nicht ein rechtsextremer Terroranschlag, normaler. Ganz normaler Anschlag. Und da könnte man als Partei jetzt hingehen und sagen, das ist natürlich furchtbar, aber wenn wir ganz ehrlich sind, wir können niemanden wirklich beschützen. So, das ist ganz furchtbar, zum Glück passiert das aber sehr, sehr selten. So, das könnte man sagen, wird aber nicht gemacht, sondern dann gehen die Parteien hin und sagen, nee, da kümmern wir uns. Ja, da haben wir einen Daumen drauf. Nee, da machen wir eine AG. Richtig dagegen. Also da könnten wir uns schon vorstellen, auch mal höhere Strafen für so einen Selbstmordattentäter. Absolut, ja. Ja, und es wird so einem Gefühl nachgegeben. Ja, also alle wissen, ja, das ist eigentlich Quatsch, aber es sollte so das Gefühl vermittelt werden, aber man ist sicher. So, ja, das ist so ein bisschen so Gefühlsmanagement. Deswegen gibt es dann auch so Betonklötze. Ne, in so Fußgängerzonen sind immer so Betonklötze, damit kein LKW reinfährt. Gibt es überall mittlerweile. Also gibt es auch in Städten, wo man sich denkt, oder? Gießen? Überschätzt euch nicht. Na, muss man ja schon mal sagen, oder? Mit Gießen setzt du als Terrorist ja kein Zeichen. Also meinetwegen übst du mit Gießen, ja. Aber nee, und ich mache den Witz immer nur mit Gießen. Ich weiß gar nicht, ob die da so Dinger haben, aber selbst die Leute in Gießen sagen, Terroranschlag würde uns gut tun. Ich teste Grenzen, da merke ich schon, da gehen ein paar nicht mit. Ist in Ordnung. Worauf ich hinaus will ist, die gibt es überall, auch in Dresden. Allein in Dresden haben die irgendwie 80.000 Euro gekostet, so Betonklötze. Und da ist dann mal jemand drüber gelaufen über diesen Weihnachtsmarkt, der da so abgesperrt war mit diesen Betonklötzen. Und der hat dann sich das genau angeguckt. War irgendwie so der Erste, der sich gedacht hat, so, ja, aber wenn man das jetzt mal wirklich ernst nimmt, also der wiegt jetzt hier so 2,4 Tonnen. Ja, und so ein LKW wiegt ja 40 Tonnen. Und so ein LKW fährt ja mindestens 50 km/h. Und so ein Betonklotz ja 0. Das bringt ja gar nichts. Und dann ist er zur Stadt Dresden gegangen und hat gesagt, das bringt gar nichts. Und dann haben die Verantwortlichen der Stadt Dresden gesagt, woher wollen Sie das denn wissen? Physik. Ist Physik. Soll ich vorrechnen? Ja, dann hat er das vorgerechnet, haben sich da drüber gebeugt und gesagt, Sind das griechische Buchstaben? Sie haben wir nicht in NRW-Abi gemacht, oder? Nee, sagt uns jetzt so aber gar nichts. Muss der TÜV kommen. Der TÜV kommt. Der TÜV kommt, beugt sich drüber und sagt, ja gut, das ist klar. Das sind griechische Buchstaben. Können wir aber so gar nichts mit anfangen. Müssen wir testen. Ich glaube, der häufigste TÜV-Satz ever. Ja, so, ich glaube, vielleicht hatten die einfach nur Bock, gegen so ein Ding zu fahren. Also ich glaube, die testen auch gerne mal Sachen, oder? So eine Achterbahn, gerne, muss getestet werden, ja. Popcornmaschine, Langzeittest, ja, müssen wir leider machen.
Ich glaube, die haben das dann wirklich gemacht. Die haben zum ersten Mal, das wurde noch nie getestet. Es gab überall diese Betonklötze, ist noch nie getestet worden. Irgendwann sind die auf die Idee gekommen, bringt das eigentlich was? Egal, lass mal ausprobieren. So, vielleicht hatten die auch einfach Bock, gegen so ein Ding zu fahren und haben sich dann also haben sie auf jeden Fall so einen LKW gemietet und Abfahrt. So, genau, haben den wahrscheinlich nicht gemietet. Wäre aber auch frech, oder? Wenn die so immer den Praktikanten zu Six schicken. Nee, zweiter Fahrer wäre mir nicht so wichtig. Vollkasko wäre mir sehr wichtig. Haben einen LKW organisiert auf jeden Fall, sind dagegen gefahren, haben festgestellt, das bringt gar nichts. Und dann haben die das der Stadt Dresden gesagt. Die Stadt Dresden war so, ja gut, aber die waren teuer. Jetzt haben wir sie schon mal. Und man fühlt sich doch besser. So, dann haben sie wirklich gesagt, so, ja gut, aber subjektiv fühlt man sich sicherer. Dann lassen wir das stehen. Und ich denke mir immer so, ja, aber kann es nicht mal eine Politikerin geben oder einen Politiker, der nicht so ein Gefühlsangebot hat, sondern wirklich einfach nur eine Lösung? Ja, super pragmatisch, wie so ein Roboter. Ich weiß, es wäre super unsympathisch, sehe ich total ein, es wäre mega unsympathisch, aber mal nur so, es wäre mal so erfrischend anders. Ja, wirklich wie so eine sprechende Büroklammer. Wie diese Büroklammer früher bei Word 97. Kennt ihr die noch? Die dann immer so aufploppt und sagte, wie kann ich helfen? Und man dachte sich immer, du bist das einzige Problem. Geh weg. Politiker völlig rational, der dann einfach nur hört, was, es gab einen Terroranschlag? Ah ja, okay, aha, okay. Wie viele Tote? 14. Ah ja, okay. Sag mal, wie viel sterben noch mal täglich im Straßenverkehr? 8. Ja, würde ich sagen, machen wir 2 autofreie Sonntage, haben wir es wieder drin. Ja, ich finde es schön, dass ihr lacht, finde es aber auch unsympathisch. Also, ich bin bei denen, die nicht lachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das meine ich so mit Gefühlsmanagement. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber wovor sollte man denn wirklich Angst haben? Ein Terroranschlag ist ja wirklich sehr, sehr selten. Ja, ein Terroranschlag passiert unfassbar selten. Aber wovor sollte man wirklich Angst haben? Wenn man sich wirklich Sorgen macht, dass das Leben endet, wovor muss man Angst haben? Und es gibt tatsächlich hier in Berlin einen Forschungszweig, der genau das untersucht. Es ist die Risikoforschung. Also, was erhöht dein Risiko zu sterben am meisten? Und den habe ich getroffen. So, genau, nochmal alles Safety first, na klar. Ja. Den habe ich getroffen. Und er hat gesagt, ja, Herr Rein, das kann ich Ihnen sagen. Also es gibt so 4 Faktoren eigentlich, die das Leben um bis zu 30 Jahre verkürzen. Und habe ich gesagt, okay, dann schießen Sie los. Und dann hat er gesagt, naja, es ist schlechte Ernährung, Bewegungsmangel, Alkohol und Zigaretten. Und da habe ich gedacht, das sind 4 Wörter, die mein Leben exakt zusammenfassen. Aber auf einmal hatte ich eine neue Perspektive drauf, weil ich mir gedacht habe, mutig von mir. Wie ich da Tag für Tag dem Tod ins Auge blicke. Ja, wobei, das stimmt jetzt nicht so ganz, dass ich jetzt so gar keinen Sport mache. Ich hab jetzt so angefangen zu bouldern. Ja, wer das nicht kennt, das ist so Klettern für Hipster. Ja, das ist so, die Wände sind so 2,5 Meter hoch. Ja, man macht es ohne Sicherung, aber es ist eben nicht so hoch. Und da liegen dann Matten. Und es gibt WLAN. Also ich bin da häufig und check meine Mails. Aber immerhin bin ich da so häufig, dass ich jetzt so ein Trainingslevel erreicht habe, wo man sagen muss, rein technisch geht es jetzt erstmal nicht weiter. Also dass man sagt, so setz den Fuß mal anders, dann kannst du noch besser klettern. Sondern jetzt ist es so ein Kraftding einfach. Ja? Also es ist rein physikalisch. Es ist mit diesem Körper unmöglich, besser zu klettern. Ich müsste Krafttraining machen. Also, ich müsste Sport machen, um Sport zu machen. Und das mache ich auf gar keinen Fall. Das ist ja super absurd. Ja, das ist ja so, als würde man sich in die Schlange stellen, um dann eine Wartemarke zu ziehen. Denn das ist Sport für mich. Einfach nur warten. Warten, bis mein Körper sich ergibt. Und dann irgendwann sagt, ja okay Till, wo willst du die Muskeln denn hinhaben? Ich sag dir gleich, es sieht nicht aus. Bist du nicht der Typ zu. So ist mein Körper aber nicht. Mein Körper ist extrem widerständig. So, ich mache irgendwas, das sieht auch nur nach Sport aus. Weiß nicht, ich spiele Jojo oder so. Mein Körper rastet sofort aus, sofort auf Abwehr, sagt, nein, Till, das hatten wir doch schon mal ausprobiert.
Es ist nichts für mich. Ich krieg da nur Hunger von. Ein letztes Indiz, woran ich gemerkt habe, dass ich ein Idiot werde, ist, ich habe mich jetzt an einer Facebook-Diskussion beteiligt. Oder? Da kommt man auch nicht drauf, wenn man noch so alle Latten am Zaun hat. Ich glaube, noch nie in der Geschichte der Menschheit ist es passiert, dass sich jemand nach einer Facebook-Diskussion gedacht hat, nee, das hat sich gelohnt. Also wie wir da rational Argumente ausgetauscht haben und zu einem guten Konsens gekommen sind, gerne wieder. Eine normale Facebook-Diskussion läuft so ab, ab dem 3. Kommentar gibt es einen Hitler-Vergleich. Fertig. Das ist eine solide Facebook-Diskussion. Ja, und dann, egal worüber man diskutiert, du kannst ja über Kürbisrezepte reden, irgendwann redet man immer über Flüchtlinge. So, irgendwann geht es immer um Flüchtlingspolitik. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich glaube, die ganzen Rechtspopulisten in Europa haben längst gewonnen, weil die Parteien darauf reagieren. Die haben einfach Angst. Die haben Angst vor dem Rechtspopulismus in Europa und handeln deswegen genau so, wie die Rechtspopulisten wollen. Und deswegen sterben unter anderem viele Menschen im Mittelmeer. Und das war meine Meinung. Man kann ja auch eine andere Meinung zu haben. Aber die Meinung meines Gegendiskutanten war, fick dich hart. Wo ich auch gedacht habe, ach krass, hast du da vorher eine Mindmap gemacht? Da hast du so alle Sachen so nach Stärke sortiert. Und dann hast du dir gedacht, nee, das ist schon das mit dem Hartficken, das ist schon das Hauptargument. Ja, da wird er nichts zu sagen können, denke ich. Und dann habe ich gesagt, ja okay, wenn du keinen Bock hast zu diskutieren, dann blockiere ich dich. Das war auf meiner Facebook-Seite. Und dann hat er gesagt, hä, was? Meinungsfreiheit? Und er hat gedacht, das reicht. Er hat so gedacht, so, ach so, ja, sorry. So, also das gibt's ja jetzt wieder häufiger, dass Leute sich denken, man sagt einfach Meinungsfreiheit und dann ist es wie so ein Zauberwort für Kinder, dann hat man gewonnen. Früher als Kind haben wir uns doch immer so Waffen erfunden. Das gab's immer so ein Spiel, da hat man sich so eine Waffe erfunden, da hat man gesagt, Laserbazooka auf dich. Und dann gab's immer so unkreative Scheißkinder, die dann gesagt haben, Spiegel. Und die sagen heute Meinungsfreiheit. Aber du kannst ja nicht sagen Meinungsfreiheit, wenn du sagst, du kannst ja nicht sagen, fick dich hart und dann Meinungsfreiheit. Das ist ja so, als wenn du mit 100 durch die Spielstraße fährst und dann sagst, war grün. Verstehe ich nicht. Das muss man Leuten wieder erklären, was Meinungsfreiheit heißt, weil die denken so, man kann einfach alles sagen. Nee. Meinungsfreiheit heißt so, es gibt hier Toleranz, so, und dann gibt es manche Leute, die sagen sich, nee, aber ich hätte gerne so ein kleines Eckchen Intoleranz. Nur für mich. Und ich denke so, nee, also du kannst ja auch nicht in die Wanne pissen und dann sagen, nee, steig ruhig rein, hier findest du noch bestimmt eine Ecke, da ist noch nichts. Nee, dann ist ja alles versaut. Wenn du pissen musst, geh raus aus der Wanne. Wenn du Hass, geh raus aus der Diskussion. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, was ist noch eine Meinung, was ist Hass? So, wie kann man das an sich selber überprüfen, habe ich gedacht. Und ich glaube, ich bin auf einen ganz guten Satz gekommen. Ich glaube, eine Meinung hast du dann, wenn du dem anderen die Chance gibst, dir Recht zu geben. Und das klingt lustig, aber ich meine es wirklich ernst. Eine Meinung hast du dann, wenn du den anderen die Chance gibst, dir Recht zu geben. Also bei Fick dich hart kann ich ja nicht sagen, stimmt, hast recht. Warte, ich stecke mir hier mal eben so eine Flasche in den Po. Das war's. Du, ich hätte mich mal vorher hart ficken sollen. Jetzt habe ich deine Meinung, ja. Das ist der Wahnsinn. So an wen man dann da so gerät. Dann gab es jemanden, da gab es einen Holocaust-Leugner. Und wirklich so jemand, der gesagt hat, so Holocaust kann ich mir nicht vorstellen. Quelle? Ich. So, und wir müssen gar nicht drüber reden, das ist Quatsch. Ich finde nur spannend, das sind ja immer Nazis eigentlich. So, wo ich mir immer denke, aber wenn du den Holocaust leugnest als Nazi, dann bist du ja ein ganz schön schlechter Nazi. Oder? Also ich meine, das ist ja euer Markenkern. Du kannst ja auch nicht zu den Grünen gehen und sagen, Freunde, ich bin gern dabei, aber Umwelt, gar nicht mein Thema. Dann kriege ich natürlich eine Hassnachricht. So, irgendwann kriegt man eine Hassnachricht über Facebook und da stand dann drin, dass er mich nicht mag. Mit anderen Wörtern. Und dass er mir auflauern wird und wenn er mit mir fertig ist, werde ich mein Essen nur noch schlürfen können. Und er hat gesagt, ich weiß, wo du wohnst und ich weiß, wie viel Zimmer deine Wohnung hat. Und da bin ich das erste Mal hellhörig geworden.
Weil ich mir gedacht habe, so 3, 4 Zimmer kannst du raten, aber wer kommt auf 12? Und das Krasse war, es war alles öffentlich. Also es war kein Fake-Profil oder so, sondern es war einfach Stefan Zellum, ich sag einfach mal den Namen, Stefan Zellum aus Mönchengladbach. So wirklich mit Name, Adresse, allem, mit Telefonnummer, ich hätte ihn anrufen können. Ja, also er hat quasi darum gebettelt, dass ich ihn anzeige. Und da habe ich mir gedacht, Stefan, heute werden Träume wahr. Und da bin ich also zur Polizei gegangen und ich hatte ein etwas zu romantisches Bild von der Polizei. Ich gucke halt auch gerne Tatort und das hat mich versaut. Ich dachte, ich treffe auf so einen Kommissar mit so einer abgewetzten Lederjacke und einem großen Alkoholproblem, der aber immer so für das Richtige kämpft und sagt, weißt du was, ich fahr da jetzt hin. Ja, und dann Stefan so sagt, Stefan, das machst du nicht nochmal, okay? So dachte ich, dass sowas passiert. Und dann sitze ich da vor so einem Typen, der sah so aus wie ich. Wo ich mir gedacht habe, du Lappen. Das ist ja kein Kommissargesicht. Da denkt man auch nicht, oh, hier bin ich aber in sicheren Händen. So, und dann hört er sich das alles an und dann sagt er wirklich zu mir, Herr Reiners, dann legen wir eine Akte an. Oh, ich habe gedacht, er meinte es als Scherz. Nee, das war aber wirklich, wir haben da richtig Büro gespielt auf einmal. Da wirklich mit Tackern und Lochen. Und hier ein Stempel, da ein Stempel. So, und nach einer Dreiviertelstunde habe ich dann gesagt, also, wann jagen wir denn jetzt Stefan? So, ich hatte extra freigenommen, gar nichts. Aber ohne Scheiß, wir haben diese ganzen Formulare und so, wir haben wirklich alles ausgefüllt. Und dann sagt er wirklich irgendwann so, es war wirklich eine Stunde oder so, es dauerte super lange. Da sagte er allen Ernstes zu mir, also ich hatte alles dabei, muss ich dazu sagen, ja. Ich habe Screenshots gemacht und so, es war alles klar. Also ist ja, ich habe euch ja das gerade in 3 Sätzen geschildert. Komplexer ist es nicht. Ja. Und dann sagt wirklich dieser Kommissar zu mir, haben Sie denn schon eine Idee, wer es gewesen sein könnte? Stefan? Also nenn mich Kommissar Spürnase, aber ich glaube, es war Stefan. Und dann habe ich mir gedacht, krass, was ist denn mit ihm los? So, also hat er das einfach, also wie hat er denn den Job bekommen? Hat er einfach so Tatortsätze auswendig gelernt? So fragt er mich gleich, wo waren Sie denn eigentlich zur Tatzeit? Ich muss das fragen. Wow, dann haben wir also eine Akte angelegt, so, und dann war die Akte da im Schrank. Und ich habe mir gedacht, oh, da will sich der Stefan aber umgucken. Und es vergangen 1 Jahr. Und dann kriege ich Post von der Staatsanwaltschaft, das Verfahren wird eingestellt. Weil nicht klar ist, ob es sich bei der Formulierung, wenn ich mit dir fertig bin, wirst du dein Essen nur noch schlürfen können, wirklich um eine Bedrohung handelt. Kein Scheiß. Dann war ich erstmal ein bisschen sauer. Und dann habe ich gedacht, nee, ich gehe da so negativ ran. Der wollte mir wahrscheinlich einfach einen Mixer schenken. Manchmal ist man so negativ drauf. Ich finde es immer so krass, wenn man merkt, dass Menschen immer so voller Aggression sind. Ich finde es so grundsätzlich, ich natürlich auch. Und ich frage mich dann immer, wieso brauche ich so viel Aggression? Also ich hätte gern die Hälfte nur. Also du brauchst ein bisschen Aggression, um morgens aus dem Bett zu kommen, das sehe ich ein. Aber also ich habe so das Gefühl, das ist so ein Blinddarm der Gefühle. Wir brauchen ja heute nicht mehr so viel Aggression. Ja, also früher hat das ja total Sinn gemacht in der Steinzeit. Ja, das sehe ich ja total ein. Ja, das war ja auch eine scheiß Zeit. Oder, muss man schon mal sagen. Mein Gott, war das eine scheiß Zeit. Also ich war nicht dabei, aber ich stelle es mir so vor. Oder du gehst aus der Höhle raus und es ist so, denkst so, boah Gott, gar nichts los, ne? Oder, und dann ist es so, oh, der nächste Supermarkt, mega weit weg. Deine gesamte Familie sieht aus wie Alf. Klar bist du da aggro drauf. Und das ist ja super, ne? Aggressiv sein heißt ja, du bist für eine kurze Zeit kampfbereit, hilft total, wenn du so einen Mammut jagen musst. Aber warum denn heute? Warum denn heute so viel Aggression? Was ist denn noch meine große Herausforderung, wenn ich aus der Höhle komme? Ich möchte einen Flug buchen im Internet.
So, da hat mir Aggression nicht bei geholfen. Ihr wisst ja auch, wie es ist, ne? Da musst du ja alles Mögliche eingeben, immer so Name, Adresse, Wohnort, Telefonnummer, Sternzeichen, Schwippschwager, alles. So, und ich drücke so auf Absenden und es kommt die Meldung, falsch. Bis dahin wusste ich gar nicht, dass es ein Test ist. Da stellte sich heraus, ich hatte vergessen anzugeben, was mein Geschlecht ist. Und da habe ich mir gedacht, naiv wie ich war, habe ich gedacht, weißt du was, das trage ich einfach nach. Und da hat sich die Webseite gedacht, nee. Du handelst dich offenbar um einen Wackelkandidaten. Da trägst du bitte nochmal alles neu ins Formular ein. Da hatte ich schon so einen Hals. Ja, und habe alles nochmal eingetragen. Ich drücke wieder auf Absenden und es kommt nochmal die Meldung, falsch. Diesmal hatte ich vergessen anzugeben, ob ich einen Doktortitel habe. Und da bin ich wohl ein bisschen ausgerastet. Ich habe wirklich meinen Laptop angebrüllt. Ich gesagt habe, wie blöd bist du eigentlich? Ich gebe hier gerade zum 3. Mal was in dieses Formular ein. Wirke ich auf dich wie jemand, der promoviert hat? Ich bin mega aggressiv. So, und meine Aggression führt ja jetzt nicht dazu, dass ich es schaffe jetzt mit dem Formular. So, dass ich mich besser konzentriere. Dass meine Aggression zu mir sagt, weißt du was, Till, jetzt nehme ich dich mal an die Hand. Ich fand, da war schon viel Richtiges dabei. Nein, meine Aggression führt dazu, dass ich die Tasten auf der Tastatur stärker drücke. Damit die Webseite genau weiß, nicht nochmal, Freundchen. Schöne Pause, bis gleich. Ich habe jetzt so viel über Facebook geredet. Viele meiner Freunde sind da jetzt gar nicht mehr. Jetzt auch, weil andere Sachen cooler sind und sind alle bei TikTok und so. Aber, nein. Aber ist so 36. Also der Zug ist abgefahren. Also wirklich. Ja, aber viele meiner Freunde sind jetzt nicht mehr da. Und es ging los mit dem Facebook-Skandal. Habt ihr den noch am Schirm? Beim Facebook-Skandal ist damals rausgekommen, die Daten bei Facebook sind gar nicht so sicher. Ja, da war ich auch aus dem Häuschen. Ja, also ich habe gedacht, also da kommt nichts weg bei Facebook und dann das. Wer jetzt ahnen können. Wahrscheinlich Leute, die AGBs lesen, aber habe ich persönlich noch nicht getroffen. Oder hat hier jemand schon mal also AGBs gelesen? Macht man nicht, ne? Geil, und du zeigst auf ihn oder was? Ja, das hat unser Land ja groß gemacht. Denunziantentum. Unfassbar. Aber du liest wirklich AGBs oder was? Ist vorgekommen leider, ja. Ist vorgekommen? Also mehrere? Einmal? Einmal reicht. Und was hast du für welche gelesen? Das war Skype auch. Skype? Ja. Bevor du Skype installiert hast du dir die AGBs mal gegönnt? Hast du da reingeschmökert? Ja. Okay. Und jetzt, nachdem du das gemacht hast, ne? Was hast du dann gemacht? Ich nutze Skype nicht mehr. Du nutzt Skype? Wirklich? Ja. Der mündige Bürger. Hier ist er in der ersten Reihe. Mal einen Applaus. Ja, ich denke dann halt auch immer so, dass man liest ja alles durch, wie sie einen verarschen und dann denkt man sich, ja gut, aber ich brauche ein Handy. Also und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, so, ich lese gar keine AGBs mehr. Das ist jetzt wirklich so eine Regel bei mir, ne, weil die es ist einfach zu langweilig. Also ich habe auch das Gefühl, die machen das ja extra langweilig, damit man sie nicht liest. Da gibt es doch so ein AGB-Büro, wo so AGBs geschrieben werden. Und dann geht der Chef durch die Reihen und achtet darauf, dass es langweilig genug ist. Und dann sagt dann, Entschuldigung, können Sie bitte das Wort schrittweise durch sukzessive ersetzen? Und können Sie da noch perpetuieren einfügen? Hm? Nee, ich weiß auch nicht, was es heißt. Aber es ist langweilig, oder? Sehen Sie. Ich habe auch Angst, dass ich so selber langweilig werde vom AGB-Lesen. Dann werde ich meinen Job los. Und springt dann so eine Berufsunfähigkeitsversicherung ein? Kommt dann jemand von der Versicherung und sagt, Herr Reiners, heute geht es darum, Ihre Humorfähigkeit zu analysieren? Haben Sie gerade anal gesagt? Ja, das können wir abkürzen. Das ist Pflegestufe 2. Ich mache es wirklich nicht, auch bei Sachen, die wirklich wichtig wären. Also ich habe jetzt neulich einen sehr hohen Kredit aufgenommen. Ja, hier im kleinen Kreis kann ich es ja erzählen.
Also jetzt nicht für nicht was Bestimmtes, einfach so, ich habe gerne Bargeld bei mir. Das ist... Kann ich euch nur empfehlen, wirklich so eine Tüte voller Bargeld, das macht den Rücken gerade. Nee, wirklich, du gehst anders in so einen Raum rein, wenn du weißt, den Bums hier könnte ich kaufen. Nee, ich habe neulich wirklich einen relativ hohen Kredit aufgenommen. Und ich habe vorher noch mal dazu mit meinem Vater telefoniert. Weil, also ich bin jetzt 36, aber das ist ja so eine Lebensentscheidung, bei der man sich denkt, nee, da sollte noch mal ein Erwachsener drüber gucken. Und mein Vater war super nett und hat gesagt, ja, mach das am besten so und so, ich schicke dir das alles zu, musst du nur durchlesen. So. 2 Wochen später ruft er an und hat gesagt, du müsst jetzt unterschreiben, hast es durchgelesen. Und es ist so. Ich bin jetzt zwar offenbar nicht so reif, aber jetzt auch nicht so unreif, dass ich vor meinen Eltern so tue, als wäre ich reif. Das ist ein wichtiger Entwicklungsschritt. Es gibt ja Leute, die spielen vor ihren Eltern so eine Idealversion von sich selber. Die rauchen dann zum Beispiel nicht vor ihren Eltern. Und bei mir ist genau umgekehrt. Ich rauche nur noch vor meinen Eltern. Dass sie genau wissen, die Rente muss reichen. Ich kümmere mich nicht. Und ich muss sagen, das hat die richtig flink gemacht. Die sind jetzt in Rente und haben jetzt noch Nebenjobs. Die haben mich da einmal Kette rauchen sehen und gedacht, oh, der geht vor uns, auf jeden Fall. Ja. Also ich bin ehrlich zu meinen Eltern und deswegen war ich dann auch ehrlich zu meinem Vater und habe gesagt, Papa, ich werde das nicht lesen. Also ich kann ja jetzt unterschreiben oder nicht, aber ich werde mir das vorher nicht durchlesen. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, ich habe es auch nicht gelesen. Natürlich nicht. Und dann hat er den schönsten Satz gesagt, den man sagen kann, wenn es um echt hohen Kreditvertrag geht. Er hat gesagt, aber ganz ehrlich, was soll passieren? Ja, das ist mein Vater. Ja. Er ist wirklich so, also ich finde es so aggressiv langweilig. Also ich finde, da sollte es ein Gesetz geben gegen. Ja, also irgendwann ist wird dann Langeweile zu Körperverletzung. Also du kannst ja nicht auf 30 Seiten Menschen zu Tode langweilen. Ja, und dann auf Seite 28 versteckst du dann die ganzen Arschlochsachen. Also es ist wirklich meine Meinung, es sollte ein Gesetz geben, wo man sagt, so immer nur 3 Seiten, einfache Sprache, leicht verständlich, sonst Klage. Wäre doch gut, oder nicht? So. Sehr verhaltene Zustimmung, schade. Ich dachte, ich kann euch so richtig populistisch mitnehmen, aber ihr seid mit allen Wassern gewaschen, ich merke das schon. Ja, also was heißt aggressiv langweilig? Vielleicht nochmal, also es ist so, ich ertrage normale Langeweile, nicht, dass ihr denkt, ich bin völlig verrückt. Ja, ich ertrage Langeweile schon ein bisschen, so ist nicht, aber halt nicht aggressive Langeweile. Also normale Langeweile ist zum Beispiel, wenn ihr auf einer Party jemanden fragt, was machst du eigentlich beruflich? Und der sagt dann, ist schwer zu erklären. Na, wo man sich denkt, ich möchte mich erschießen. Warum frage ich auch so dumm? Sagt man natürlich nicht, sondern man sagt, ja, vielleicht magst du es trotzdem mal probieren. Ja, also ich arbeite so mit Gewebe-Kautschuk-Verbindungen. Mhm. Ja, aber jetzt nicht so normale Gewebe-Kautschuk-Verbindungen. Nee, das wäre auch zu krass. Ich beschichte die mit PVB. Sagt dir PVB was? Ja. Das ist soweit klar. Eine klassische PVB-Beschichtung, ja. Das können wir überspringen. Es ist ganz wichtig, dass ihr so reagiert. Sonst erklärt er euch, was PVB ist. Es ist so, als wenn er sagt, der Raum hier, der ist dir ganz schön langweilig, oder? Dann komm mal mit. Ich habe einen Raum, der ist noch langweiliger. Er ist hinter dieser PVB-Türe. Ich verstehe das immer nicht. Also, ich denke mir jedes Mal bei Leuten, die sagen, oh, es ist schwer zu erklären, was ich beruflich mache. Du wirst das doch seit 30 Jahren gefragt. Wäre da nicht ein bisschen Zeit gewesen, die Antwort zu optimieren? Wenn mich jemand fragt, was machst du beruflich, sage ich immer, Herzchirurg. Gibt's gar keine Probleme. Wirklich, da gibt's auch keine Nachfragen, gar nichts. Da fragt keiner, kannst du davon leben? Oder wie kommst du auf deine Ideen? Ich
glaube, gerade als Herzchirurg wird man auch dafür bezahlt, dass man nicht auf Ideen kommt. Das ist kein Job für einen kreativen Tag. Deswegen so denkst du, warum immer nur Herzen? Ich kann alles. Herr Meier, Sie sind gerade aufgewacht, hallo, ja? Ja, Herz habe ich mich heute mal nicht dran getraut, aber die gute Nachricht ist, Sie haben 3 Milzen. Was sagen Sie jetzt? Ich habe wirklich nie Probleme gehabt, immer gesagt, ich bin Herzchirurg. Es sei denn, jemand, mit dem ich mich unterhalte, ist Herzchirurg. Dann kommt es sehr darauf an, wie viel ich schon getrunken habe. So nach 6 Bier bin ich Herzchirurg und der andere hat echt wenig Ahnung vom Thema. Ich habe fast das Gefühl, es befindet sich ein Scharlatan im Raum. Wenn ich nicht so bin, kläre ich es immer sofort auf. Sage ich immer so, ach nee, ich bin Comedian. Wieso hast du erst gesagt Herzchirurg? Das war mein erster Witz. Ja, das ist ja kein guter Witz. Ich habe nicht gesagt, dass ich ein guter Comedian bin. Das fände ich übrigens geil, wenn Leute das immer dazu sagen, wie gut sie sind in ihrem Job. Denn je älter man wird, desto häufiger lernt man ja Leute kennen, die sind schlecht in ihrem Job und wissen das und denken sich, egal. Ich bin neulich mit einem Taxifahrer gefahren, da habe ich ganz zum Schluss erst gemerkt, der ist besoffen. Es wäre sinnvoller gewesen, wenn ich ihn gefahren hätte. Ich war auch besoffen, aber nicht so besoffen wie er. Und da muss es ja einen Moment gegeben haben, wo er sich selber so im Rückspiegel gesehen hat und sich gedacht hat, krass, ich bin besoffener Taxifahrer. Ich mache meinen Job richtig schlecht. Naja, ich krieg das Gleiche. Und dann fände ich schön, wenn man da einfach transparent mit umgeht. Ja, dass man dann sagt, ja, also da bin ich eben nicht so gut. Also dass man so sagt, hallo, ich bin der Mike, ich bin der schlechte Klempner, den Sie gerufen haben. Was ist das Problem? Klo verstopft. Okay, da würde ich jetzt ein bisschen drin rumstochern. Und in 70% der Fälle müssten Sie dann nochmal einen mittelmäßigen Klempner rufen. Wäre doch fair. Naja, also das ist normale Langeweile. Aggressive Langeweile ist, wenn ihr auf einem Date seid. Ja, und ich rede jetzt nicht von so einem Schmuddelkram, ganz normales Tinder-Date. Man hat sich verheißungsvoll geschrieben, es klingt irgendwie gut, man trifft sich zum ersten Mal und beide merken nach 10 Minuten, oh, da haben wir uns vertan. Aber keiner hat so den Mut, das dem anderen mitzuteilen. Beide denken sich so, nee, wir haben hier eine scheiß Zeit und die ziehen wir gemeinsam durch. Unter 3 Stunden verlässt hier niemand das Gespräch. Und dann gehst du spazieren und bist nach 10 Minuten leer geredet. Und dann suchst du so in der Umgebung nach einem Gesprächsthema. Und dann habe ich mich wirklich selber sagen hören, ach, guck mal, eine Einbahnstraße. Ich hatte wirklich so eine außerkörperliche Erfahrung. Ich habe mich so von außen gesehen und habe gedacht, ich verachte dich. Das ist aggressive Langeweile, deswegen lese ich keine AGBs. Ich hoffe, dass ich so reich werde, dass ich dann irgendwann sowas irgendwie dann immer so zahlen kann aus so einem Depot, wo so AGB-Missverständnisse einfach bezahlt werden. Oh, war ein Fehler, naja. Deswegen ist mein großes Vorbild Franck Ribéry. Ist der noch bekannt hier? Ja, Ex-Bayern-Spieler, Wahnsinnsfußballer, Multimillionär auf jeden Fall. Das letzte Mal, dass ich von ihm gehört habe, war, als er sich ein goldenes Steak bestellt hat. Das ist so ein Steak, das belebt mit Blattgold, kann man essen, ist nicht giftig, kostet so 2.500 €. Und Franck Ribéry hatte die Zeit seines Lebens mit diesem Steak offenbar. Also er hat sich mega gefreut, er hat sich gedacht, oh, krass, hier dieses goldene Steak, das ist ja super. Und dann hat er sich gedacht, der Moment ist so schön, wie kann ich den noch schöner machen? Und wie werden Momente schöner? Wenn man sie teilt. Also hat er sich gedacht, ich teile das einfach mal bei Facebook, da freuen die sich. Und dann war er so, hey, guck mal, ich esse hier ein goldenes Steak, cool, oder? Und um die Meinung der 12 Millionen aufgebrachten Fans zusammenzufassen, nein. Es gab einen riesen Shitstorm. So, alle haben gedacht, so, ja krass, also du isst hier ein goldenes Steak, es gibt Leute, die hungern. Ja, dann haben sich dann aufgeregt und gehe ich ja ein bisschen mit auch. Hier ist eine überschaubare Argumentation. Aber irgendwann wurde es mir zu viel, weil ich mir gedacht habe, naja, aber was ist denn die neue Information, die ihr durch dieses Bild bekommen habt? Also ich meine, was habt ihr gedacht, was Superreiche mit ihrem Geld machen? Ach, die geben das für Scheiße aus. Nee, das hätte ich nicht für möglich gehalten.
Du, am Ende sind die Vermögensverhältnisse in Deutschland noch ungerecht. Das wäre was. Und dann habe ich geguckt, so jeder Bundesligaspieler verdient durchschnittlich so viel Geld, er könnte sich jeden Tag ein goldenes Steak kaufen. Wirklich jeden Tag und hat immer noch maximal zu viel. So, das geht auf jeden Fall. Und dann so, und das gibt's ja. Und dann habe ich so weitergeguckt, okay, wer ist denn noch Millionär in Deutschland? Wer kann sich das noch leisten eigentlich? Und schätzt mal so, wie viele Millionäre gibt's in Deutschland? Ruft einfach mal rein. 1,5 Millionen. Wow, okay. Seid ihr so eine Sovi-Klasse? Ist das hier so ein Sovi-LK? Du warst schon so aware bei iTunes hier. Das war wirklich Wahnsinn. Ja, es stimmt. Ihr habt mir den Überraschungseffekt genommen. Ist in Ordnung. Normalerweise ist es nämlich so, dann sagen immer Leute so, ja, so 12.000 und dann sagt einer irgendwie so 100.000 und dann weißt du so, okay, niemand hat Ahnung. Und das passiert wirklich oft, es sei denn, man ist in Magdeburg. Ich habe es wirklich in Magdeburg so erlebt, habe ich das gefragt, wie viele Millionäre gibt's und dann hat einer gesagt, 200. Und die Stimmung im Saal war so, ja, also mag es ja geben, so Leute im Westen, ja. Anderes Extrem war Stuttgart. Ich habe das in Stuttgart gefragt und da waren irgendwie so Leute da, nur von Mercedes und von Bosch. Die hatten sich gedacht, wir machen die Betriebsfeier einfach bei Till Reiners. Denn wenn wir ihn einladen, dann kostet er viel mehr. So, die waren alle da und dann habe ich das gefragt und dann hat einer gesagt, ja, ich denke, es gibt 12 Millionen Millionäre in Deutschland. Und die Stimmung im Saal war so, ja, das wird stimmen. Ich denke, das ist die exakte Zahl, ja. Habe ich das jetzt richtig mitbekommen? Es gibt Leute, die sind keine Millionäre? Das ist doch unangenehm. Ja, es gibt 1,5 Millionen Millionäre in Deutschland. 1,5 Millionen. Ich meine, das ist eine Stadt, die ist so groß wie München. Also, es ist München. Ich habe jetzt sehr lange Anlauf genommen, um euch zu sagen, es gibt München. Und dann gibt es Leute, die regen sich darüber auf und sagen, ja, aber das ist doch super unfair. Ein Fußballer verdient so viel Geld, aber macht so viel weniger für die Gesellschaft als eine Krankenschwester. Eine Krankenschwester verdient viel weniger Geld. Das ist doch nicht fair. Und es stimmt natürlich, dass es nicht fair ist. Aber man muss auch sagen, warum verdient ein Fußballspieler so viel Geld? Weil ihm so viele Menschen beim Arbeiten zusehen. Ja, da muss man auch mal sagen, wir gucken zu wenig Krankenschwester. Habe ich noch nicht erlebt. Ja, dass so Leute sagen, hier, bist du Samstag wieder dabei? Schwester Agnes hat Dienst. Richtig geil, da werden Bettpfannen gewechselt, da wird intubiert. Schwester Agnes! Es geht um Unterhaltsamkeit. Das ist super zynisch, aber es ist so. Ja, also ich glaube, das ist so eine Währung in unserer Zeit. Und jeder Mensch will unterhalten werden. Das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Also ich glaube, es gibt so eine Bedürfnispyramide in Deutschland, die besteht aus 2 Säulen. Und an der Stelle muss ich sagen, hat es sehr lange gedauert, bis ich festgestellt habe, Pyramiden bestehen nicht aus Säulen. Haben ja auch nicht alle gecheckt. Kommt, seid ehrlich. Oder? Das klingt erstmal gut. Erstmal denkt man sich, oh, da ist einer vom Fach. Pyramide, Säulen, Aber ich hab auch so gedacht, das sind so 2 so Kompetenzwörter, zusammen machen die einen superkompetent, aber nein. Ich hänge so ein bisschen an den Säulen. Also sagen wir, in Deutschland gibt es eine Bedürfnisakropolis. Die besteht aus 2 Säulen. Was ich meine ist nur, also es gibt so 2 Bedürfnisse. So. Und es gibt erstmal so ein Grundbedürfnis. Das Grundbedürfnis ist, ich will genug zu essen haben, genug zu trinken haben und ein Dach über dem Kopf. Und wenn das gestillt ist, geht es schon um die Frage, ja okay, aber wie können wir jetzt Spaß haben? Also wenn die Existenz gesichert ist, geht es darum, zu vergessen, dass sie endet. Man will vergessen, dass man stirbt. Deswegen seid ihr heute Abend hier. Kleiner Reminder. Und ist völlig okay. Ja, wir haben so eine Stimme der Unvernunft in uns, die fragt immer, ja okay, aber wie können wir jetzt Spaß haben? Also es gibt auch eine Stimme der Vernunft, die sagt dann die ganze Zeit so vernünftige Sachen. So, weiß nicht, spare, dann hast du in der Not. Ja, und die Stimme der Unvernunft sagt dann, krass, es gibt Schuhe, die blinken. Da sollten wir jetzt nicht am falschen Ende sparen. Was? Die spielen Musik beim Auftreten.
Mega geil. Brauchen wir. The winner takes it all. Wahnsinn. Meine Idee. Es gibt immer die Stimme der Unvernunft, die fragt immer nur, ist es jetzt gerade langweilig oder nicht. Die ist super zynisch, die ist absolut amoralisch, aber die gibt's. Deswegen verstehe ich auch Gaffer. Ich sage nur, dass ich sie verstehe, nicht, dass ich sie gut finde. Ja? Also so Schaulustige hat man früher gesagt. Dann ist einem aufgefallen, das klingt ein bisschen zu lustig. Für Leute, die sich gerne Unfälle angucken. Vielleicht nennen wir sie Gaffer. So. Aber verstehen kann ich's. Ja? Wir sind doch alle schon mal, jetzt mal Hand aufs Herz, wir sind doch alle schon mal an so einem Unfall vorbeigefahren mit dem Auto. Da ist der Unfall passiert. Du versuchst geradeaus zu gucken. Und dann meldet sich die Stimme der Unvernunft und sagt, hey, da hat's ganz schön gerumst. Magst du nicht mal rüber gucken? Merkt doch keiner. Na komm schon. Geil, oder? Ich sag nur, dass ich es verstehen kann. Ja. Ich habe auch gemerkt, hier, dass es auf diesem Level bin ich Bauchredner. Das ist... Ich hoffe immer, dass in dem Moment keiner reinkommt und sich denkt, krass, der ist echt überschätzt. Also deswegen das ist ja Sascha Grammel für ganz Arme. Ja. Ich kann es verstehen, dass man sich Unfälle anguckt. Es wäre ja auch super komisch, wenn man sich Stellen im Verkehr anguckt, die funktionieren. Dass man so sonntags mal so an so eine Kreuzung fährt und sagt, nee, hier, die Verkehrsführung, die ist aber mal wirklich à la Bonheur. Hör mal, das ist aber eine grüne Welle, diesmal auf den Punkt. Wir ordnen alles nach Unterhaltsamkeit. Deswegen haben es manche Themen auch schwieriger als andere, obwohl sie viel wichtiger sind als andere. So, Klimawandel beispielsweise hat ein Scheißtempo für die Menschheit, muss man sagen. Ja, also es... Wollen wir kurz gucken alle, oder? Davor gerade ein Krankenwagen, falls man das nicht gehört hat. Also, Klimawandel hat ein Scheißtempo für die Menschheit. Ja, es ist so schnell, dass er uns als Menschheit bedroht, aber immer noch so lahmarschig, dass man sich denkt, oh, ja, da machen wir was. Oder? Wenn man so hört, so jedes Jahr steigt der Meeresspiegel um 4 Millimeter, denkt man sich auch, oh, das ist aber 5 vor 12. Nee, da müssen wir wirklich... Oh, das ist ein Unfall. Ich habe mir gedacht, wie kann man es unterhaltsam machen? Wie machen wir es als Film? Ich gebe dir ein Wahnsinnsbudget, Wahnsinnsschauspieler, ja? Also Ryan Gosling, Scarlett Johansson in den Rollen ihres Lebens, ja? Ryan ist Wissenschaftler und er misst jeden Tag den Meeresspiegel. Und Scarlett ist auch da. Reicht. So, und Ryan geht wirklich jeden Tag raus, misst den Meeresspiegel. Eines Tages zieht ein Orkan auf. Windstärke 18, maximal lebensbedrohlich. Ja, und Ryan und Scarlett sind natürlich ein Paar. Ja, und Scarlett sagt, Ryan! Also, der heißt auch immer noch so. Also, ich habe den Namen nicht ausgewechselt. Da muss ich ein bisschen am Skript sparen, weil die Special Effects so geil sind. Ja. Sagt auf jeden Fall, Ryan, bitte geh nicht, ich liebe dich doch, du könntest sterben, bitte, bitte bleib da, versprich es mir. Und er sagt, nein, Scarlett, also dieser ist auch noch Scarlett, klar. Nein, Scarlett, ich bin der Wissenschaft verpflichtet, ich muss einfach. Und dann zieht er die Kapuze über, zieht die Regenstiefel an, stapft an den Strand und dann hält er sein Geodreieck in die Fluten. Und stellt fest, ja, steigt. So ein scheiß Film. Manche Sachen hat man nicht so auf dem Schirm, weil sie langweilig sind. Größter Finanzskandal in Deutschland. Kennt ihn jemand? Sagt jemandem was? Cum-Ex. Einfach mal aufzeigen, wer das kennt, der das schon mal gehört hat. Okay, ist so die Hälfte, würde ich sagen. Gut. Wird sich jemand zutrauen, das erklären zu können? Also so ganz kurz. So in 2, 3 Sätzen. So worum ging es da denn ungefähr? Es wurden Steuerrückerstattungen zurückbeantragt, die nie geflossen sind. Ja, das ist doch mal hier ein Applaus wert. Es wurden Steuern zurückgezahlt, die nie geflossen sind, hast du gesagt. Richtig? Aber du hast es richtig gesagt, ja. Okay, ja.
Nee, das war doch, also so aus der Hüfte hätte ich nicht, also ich bin ja vorbereitet, aber so. Genau. Also, es geht um den, aber ich glaube, man muss noch früher ansetzen, damit alle wissen, worum es geht. Also, es geht, größter Finanzkanal in Deutschland und da geht es darum, dass Banken dem Staat 30 Milliarden Euro geklaut haben. Und man denkt sich so, krass, das ist ja abgefahren. Und ich habe das dann gelesen und mir gedacht, oh, ist das lang, Jetzt würde ich gerne wieder AGBs lesen. Ich bin soweit. Deswegen, aber ich habe mir gedacht, das ist super wichtig eigentlich, das zu wissen, weil es auch ganz viel sagt, so wie Deutschland so funktioniert. Deswegen werde ich jetzt versuchen, das möglichst unterhaltsam zu erklären. Ich werde dazu sagen, ich habe das schon recherchiert, das ist tatsächlich alles so passiert. Ich habe jetzt nur so ein paar Sachen dazu erfunden. Ja, einfach um es unterhaltsamer zu machen, aber da werdet ihr schon merken, was es ist. Es geht Anfang der 90er los. Achim ist Banker und er sitzt völlig zugekokst vor seinem Rechner. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Detail. Mit dem Koks weiß man's. Achim sitzt da und denkt sich so, ich habe ja diese BMW-Aktien, aber ich bin gar kein BMW-Aktien-Typ mehr. Er ist zugekokst. Deswegen. Ich bin nicht mehr der BMW, Achim. Ich will sie loswerden. Wem gebe ich's denn? Ach, Bernd, natürlich Bernd. Mit dem habe ich damals zusammen studiert. Der ist Banker, der ist super rich. Der macht es auf jeden Fall. Also ruft der Bernd an. Bernd geht sofort an sein Telefon und sagt, hallo Achim, mein Lieber, ich freue mich so. Was, BMW-Aktien? Nehme ich. Ist egal wie viele, ich nehme gerade alles, wenn du verstehst, was ich meine. Also, man muss jetzt dazu wissen, Bernd kokst noch mehr. Also wirklich so, dass man sagen muss, das ist zu viel. Ja, er kauft die Aktien, legt auf. Pff, also das ist übrigens, das ist Festnetz 90er. Ja, Liebe zum Detail gibt's nur bei Till Reiners. 90. So. Läuft noch ein bisschen Blut aus der Nase. So. Also auf der Sachebene ist nur passiert, jemand verkauft Aktien. Ja, also A verkauft Aktien an B, BMW-Aktien. So, eines Tages wacht Bernd auf. Nee, Bernd wacht nicht auf, Bernd ist immer noch wach! Und er geht zu seinem Kontoauszugsdrucker, er hat einen eigenen Kontoauszugsdrucker. Und denkt sich so, abgefahren, ich habe Kapitalertragssteuer bekommen, obwohl ich sie nie gezahlt habe. Wie geil ist das denn? Was ist passiert? Achim, der mit den BMW-Aktien, hat sich gedacht, ich transferiere die jetzt zu Bernd, aber vorher gibt es ja immer noch eine Dividendenausschüttung. Einmal im Jahr kriegt man bei manchen Aktien eine Dividendenausschüttung. Das ist sowas wie eine Belohnung dafür, dass man die Aktie hält. Die wartet Achim noch ab. Danach transferiert er die Aktien an Bernd, um die Dividende noch zu bekommen. Auf diese Dividende muss man Kapitalertragssteuer zahlen. Das sind 25%. Unter irgendwelchen Umständen kriegt man die manchmal wieder zurück. Warum? Entzieht sich auch meiner Kenntnis. Ihr wisst, wie das ist bei Steuern. Ne? Manchmal musst du was zahlen, manchmal kriegst du was wieder. Niemand hat einen Überblick. Ich habe meinen Vater dazu gefragt, der hat auch gesagt, nee, das weiß wirklich niemand. Spannend ist jetzt nur, Bernd hat die Kapitalertragssteuer zurücküberwiesen, obwohl er sie nie gezahlt hat. Und Bernd denkt sich, abgefahren, okay, er ist nett und denkt sich so, vielleicht haben sie sich im Konto geirrt, dann muss ich Achim einfach mal anrufen. Er ruft Achim an und sagt, Achim, mein Lieber, du kannst dir gar nicht vorstellen, was hier passiert, ist crazy, ich habe Kapitalertragssteuer bekommen, obwohl sie nie gezahlt hat, das ist von dir, oder? Und Achim sagt, Bernd, du hast wirklich ein Drogenproblem. Es ist 3:30 morgens. Aber ich habe auch Kapitalertragssteuer zurückbekommen. Und Bernd ist zwar ein zugeguckster Banker, aber er ist ein netter Banker. Er ruft beim Finanzamt an und merkt dann, es ist 3:30 morgens. Und ruft er nochmal später an und sagt, ja, das haben Sie wohl falsch überwiesen, würde ich Ihnen gern zurückzahlen. Und das Finanzamt sagt, das ist super nett von Ihnen, aber da haben wir gar kein Formular für. Also von unserer Seite würden wir sagen, pst, und dann vergessen wir es. Und dann sagte ich Bernd, ja, das gar nicht. Das machen wir so. Und dann denkt sich aber Bernd ist Banker. Ja, also er verdient Geld damit, also mit Geld verdient er Geld. So, er sieht schon gerade so, wow, was ist da passiert? Ich habe einfach so 25% bekommen.
25% auf alles, das ist nicht schlecht. Ist es vielleicht immer so, dass wenn man zum Stichtag der Dividendenausschüttung eine Aktie verschiebt, zweimal Kapitalertragssteuer bekommt, obwohl man nur einmal zahlt? Kann man das vielleicht nächstes Jahr nochmal ausprobieren? Mit ein paar mehr Aktien? Ich glaube, das geht. Und dann stellt sich fest, krass, das geht. Genau das ist das Prinzip. Genau so funktioniert. Und dann denkt er sich, kann man da vielleicht in meiner Bank eine kleine Abteilung einrichten, die das nur noch macht? Und könnte ich da vielleicht der Chef der Abteilung sein? Ich denke, das geht. Und das macht er. Und das macht er bei der Deutschen Bank, das machen alle Banken irgendwann. Und alle Banken machen sogenannte Cum-Ex-Geschäfte. Und das kostet den Staat mindestens 30 Milliarden Euro. So, aber der Staat reagiert blitzschnell. Es dauert so ein paar Jahre, bis das Finanzministerium darauf aufmerksam wird und sich denkt, da müssen wir ein neues Gesetz machen und diese komische Gesetzeslücke schließen. Und dann fragt der Staatssekretär so in seiner Abteilung, okay, wer kennt sich denn aus mit so Kapitalgeschäften? Dann meldet sich niemand. Und dann meldet sich einer und sagt, nee, ich weiß auch nicht. Ich wollte nur sagen, also wenn sich hier jemand auskennen würde, wäre komisch, weil, also wenn wir uns auskennen würden, dann würden wir nicht hier arbeiten. Weil wir verdienen das 10-fache bei einer Bank. Ja, und dann hat der Staatssekretär gesagt, guter Punkt. Ja, aber wir bräuchten ja jetzt Expertise, ja, um das, jetzt ein Gesetz zu schreiben, mit dem man das schließen kann, weil wir haben ja offenbar alle keine Ahnung. Wen fragen wir? Und dann meldet sich einer und sagt, ja, wir könnten die Banken fragen. Und dann sagt der Staatssekretär, das ist eine super Idee. Und das passiert tatsächlich. So, und ich meine, das muss man sich mal überlegen, was passiert da eigentlich, ja? Das ist ja eigentlich so, als würde Bernd zu einem EC-Automaten gehen, eine wahnsinnig lange PIN eingeben und auf einmal spuckt der Automat Geld aus, ohne dass das Geld abgebucht wird. Ja, und da geht er jeden Tag hin und holt er immer wieder Geld raus. Und der Sparkassendirektor kriegt es mit und denkt sich, da müssen wir mal die PIN ändern. Und sagt so zu seinen Leuten, kennt sich hier jemand aus mit PIN-Änderung? Kann die jemand ändern? Nee? Und dann sagt einer, ja, aber vielleicht können wir Bernd fragen. Der scheint sich ja gut damit auszukennen. Und Bernd sagt, ja klar, mache ich gerne, war mir eh zu lang. Und das passiert im großen Stil. Die Banken schreiben ein neues Gesetz und bauen da ein neues Schlupfloch ein. Und deswegen dauert es 25 Jahre und sind 30 Milliarden mindestens weg, nur in Deutschland. Das ist Cum-Ex. Ich habe versucht, es unterhaltsam zu erzählen, aber ihr habt selber gemerkt, und noch eine Zahl jetzt. Okay. Ich kaufe gerne ein. Ich denke, jetzt sind wieder alle im Boot. Ich kaufe sehr gerne ein, bin aber nicht so gut darin. Jetzt fragen sich manche, wieso? Einkaufen kann doch jeder. Und ich denke, das ist auch immer, einkaufen kann doch jeder. Ich weiß doch genau, wie es geht. Ja, ich schreibe eine Liste, dann gehe ich rein in den Laden, grab den Stuff, ab zur Kasse, katsching, katsching. Und dieser Hochmut bricht mir jedes Mal das Genick. Ich wollte neulich im Karstadt eine Glühbirne kaufen und bin rausgekommen mit einem 3-teiligen Pfannenset. Was war passiert? Sagen mir eure Augenpaare. Till, das ist aber eine spannende Geschichte. Spann uns nicht weiter auf die Folter. Wohin geht die Reise? Nun denn, Freunde. Wohlan, wohlan. Es ist so, wenn man im Karstadt eine Glühbirne kaufen will, muss man vorher durch die Pfannenabteilung. Das ist im Wesentlichen schon alles. Ja, du musst die geilen Sachen nicht nur erleben, sondern auch erzählen können. Eine Pfannenabteilung, wo ich immer gedacht habe, so krass, wer braucht denn beim Thema Pfanne Auswahl? Ich brate mir 3-mal im Jahr was. Ich will einfach nur einen Behälter haben, der nicht schmilzt. So denke ich. Und dann betrete ich die Pfannenabteilung und mit jedem Meter mehr werde ich reingezogen ins Pfannenuniversum. Weil ich auf einmal mitkriege, da gibt es ja große Unterschiede. Qualitätsunterschiede. Auf einmal habe ich gedacht, welche Pfanne passt denn eigentlich zu mir? Eine Frage, die ich vor 5 Minuten noch nicht hatte, aber auf einmal habe ich mir gedacht, nee, das wird wichtig. Na klar, ich will ja eine gute Pfanne haben. Ich will eine solide Pfanne. Ich will eine Pfanne, die zu mir passt. Eine Pfanne, die zu mir steht. Wenn ich mir nachts besoffen um 3:30 Eier brate, will ich, dass meine Pfanne zu mir sagt, Till, du hast dein Leben im Griff. Ich bin eine solide Pfanne.
Ja, mach dir noch ein Bier auf, ich brate hier schnell zu Ende. Also habe ich mich richtig ins Thema gefuchst. Und ich bin dann immer für 10 Minuten schnell begeistert und werde dann nach 10 Minuten immer schnell Experte und muss es dann auch anderen mitteilen. Und dann bin ich so nach 10 Minuten so zur Verkäuferin gegangen und habe gesagt, Entschuldigung, ist die hier auch induktionsherdfähig? Also ich habe keinen Induktionsherd. Nee, aber ich wollte ihr so sagen, ich kenne das Wort. Und ich weiß, vielleicht kennt ihr dieses Phänomen. Wenn man sich so ein bisschen in so ein Thema reingräbt, dann denkt man auf einmal, man hat Ahnung. Und dann gräbt man noch ein bisschen mehr und merkt wieder, gar nicht. Gar nicht. Habt ihr das gemerkt? Gar nicht. Überhaupt gar keine Ahnung. Auf einmal merkt man, wie komplex das Thema Pfanne ist. Aus welchem Material soll es sein? Wie soll der Griff sein? Konkav, konvex? Wie groß soll es sein? So, ich war irgendwann völlig am Ende, weil ich völlig überfordert war mit den ganzen Informationen und habe dann irgendwann gedacht, ja, vielleicht nehme ich eine rote. So, ich habe nach Farbe gekauft. Da waren da so 3 rote Pfannen. Und dann bin ich völlig ausgelaugt zur Verkäuferin gegangen und habe gesagt, so wirklich wie der letzte Eumel. Habe ich gesagt, ist die gut? Und die hat das gnadenlos ausgenutzt. Sie hat gesagt, ja, die hat meine Schwester auch. Sofort gekauft. Und erst danach habe ich gemerkt, das ist ja gar kein Kaufargument. Dass ihre Schwester das auch mal gekauft hat. Irgendein wildfremder Mensch hat das auch mal gekauft. Ja, klasse. So, was hat ihre Schwester denn noch mal gekauft? Ich möchte ja alles nachkaufen. Ich habe hier im Vorfeld zu dieser Show immer ganz viel ausprobiert. Bei Open Mics hier in Berlin gibt es ganz viele. Und das sind immer so 30, 40 Leute, die sitzen so in einer Bar. Und nachher geht noch so ein Hut rum. Also da kriegt man nichts von, aber so für eine Veranstaltung. Aber es ist super, um Sachen auszuprobieren. Und auf einer so einer Veranstaltung habe ich das erzählt mit der Krankenschwester, was ihr auch schon gehört habt. Und dann kam so ein älterer Typ auf mich zu und meinte, ja, also das geht gar nicht mit der Krankenschwester. Und der hatte das in den falschen Hals bekommen. Der hat gedacht, ich mache mich lustig über Krankenschwestern. Und das ist ja natürlich überhaupt nicht der Fall, aber er hat es irgendwie nicht verstanden. Und man merkte dann, er hat so eine Rede vorbereitet und die sollte ich mir jetzt anhören. So, ich störte da jetzt auch. So, da hat er gesagt, nee, also es geht gar nicht, wie sie sich jetzt hier über Krankenschwestern lustig machen, so abgehoben. Ja, der feine Herr Künstler, er wohnt schön im Elfenbeinturm. Und dann habe ich mir auch gedacht, so, wie schätzt du meine Karriere gerade ein? Hier geht ein Hut rum. Und er ist nicht mal für mich. So, aber war da überhaupt nicht von abbringen und erzählt immer was von Elfenbeinturm. Dann habe ich irgendwann gesagt, nee, also nur um das klarzukriegen. Ich wohne nicht im Elfenbeinturm. Ich wohne in Berlin am Cottbusser Tor. Stellte sich heraus, war nicht aus Berlin, war aus Stuttgart. So. Tatsächlich. Und dann habe ich ihm das erklärt, was das Cottbusser Tor ist. Ich habe ihm gesagt, naja, also wenn Sie den Elfenbeinturm nehmen und umdrehen und Richtung Erdkern rammen, dann sind Sie am Cottbusser Tor. Müssen Sie sich vorstellen wie Mordor, nur mit U-Bahn. Also es gibt Leute, die sagen, es ist ein sozialer Brennpunkt, aber wer einmal da war, weiß, nein, ist ein asozialer Brennpunkt. Nicht wegen der Leute, die da sind, sondern wegen uns. Weil jeder weiß doch, du bist das erste Mal am Cottbusser Tor und das weiß man. Ne, das weiß man weiß im Moment, dass man das erste Mal ist man am Cottbusser Tor und sieht die Leute da, 30, 40 Obdachlose und Drogenabhängige und denkt sich, oh mein Gott, wie furchtbar. Denen würde ich so gerne helfen. Aber es sind auch so viele. Da wird schon wer kommen. Man stumpft mega schnell ab. Man wird super schnell asozial. Du bist das zweite Mal am Cottbusser Tor und denkst dir schon, nee, der schläft nur. Und ich habe immer gedacht, es ist okay, da zu wohnen. Ich habe immer gedacht, ich komme klar damit. Und dann war letztes Jahr Silvester. Und da haben sich irgendwie alle am Cottbusser Tor gedacht, nö, da legen wir noch mal eine Schippe einen drauf. Da wird, also wirklich, als hätten sie sich gedacht, zu Silvester machen wir so ein kleines Programm.
Also so habe ich es mir dann irgendwann vorgestellt, weil ich mir gedacht habe, so, das ist dann schöner für mich, wenn ich mir das so vorstelle. Da war einer, der lief einfach nur schreiend rum. Aber wirklich so, also am Gleis. Ah! Ah! Aber so unmotiviert. So, als hätte denen das jemand aufgetragen. So der Chef vom Kotti. Als wäre das so das Silvesterprogramm. Als hätte er gesagt, hier, Achim. Das ist der Achim, ja. Zu viel Drogen. Achim, wäre schön, wenn du hier so eine Stunde schreist. Ja, ja. Noch so ein Kandidat, ja. Da komme ich gleich zu. Mach weiter mit den Flaschen einfach. Ruhig auch mal werfen. Nee, ist ja Silvester hier, ne? Da wollen wir den Touris ein bisschen was bieten. Ne? Nee, das gilt hier jetzt als No-Go-Area und da haben wir einen Ruf zu verteidigen, oder? Also hier einmal lang, Achim, bitte eine Stunde, schreist du rum. Ja, dann wird der Bernd übernehmen. Gesine, wäre schön, wenn du kreuzt. Okay, und los bitte. Ja, ich finde es trotzdem immer gut, da zu wohnen, weil man dann immer merkt, okay, das sind Leute, die wirklich Probleme haben, das sind wirkliche Probleme. Aber was habe ich denn für Probleme? Ja, ich habe mich vor 2 Jahren mal gestoßen. War eine harte Zeit. Aber ich habe mich dann einfach mit einem neuen Kredit belohnt. Und dann ging es wieder. Na, aber ich würde schon gerne mal so mit wirklich abgehobenen Leuten mal einmal übers Cottbus. Also ich würde schon einmal gerne mit Christian Lindner, einmal nur. So, dass er zum ersten Mal in seinem Leben Obdachlose sieht. Und dann sagt, ah ja, das ist ja... Dann campen die hier, oder? Mir wär's zu kalt, aber... Ist ja auch eine Art von Freiheit. Und das hier, sind das Ärzte? Impfen die sich gerade, oder? Ist immer ein bisschen einfach, über Christian Lindner Witze zu machen. Ja, aber deswegen sollte man es trotzdem machen. Also, why not? Ich bin immer noch fasziniert von diesem Video, was aufgetaucht ist von ihm, als Christian Lindner 18 ist und Unternehmensberater. Habt ihr das gesehen? Das ist so geil. Christian Lindner war da noch nicht der Christian Lindner, den wir kannten, sondern er war 18 und da hat sie sich wohl rumgesprochen, da ist jemand 18 und denkt, er ist Unternehmensberater. Das ist so crazy, da schicken wir ein Kamerateam hin. Und wirklich von der Deutschen Welle, könnt ihr nachgucken bei YouTube, Wahnsinn. So, und dann ist der Christian Lindner und er sagt so, ja, ich bin Unternehmensberater. Also ich mache noch Abi, es nervt, weil ich dann nicht so viel Zeit habe für meine Kunden. Und es ist der Christian Lindner von heute im Körper eines 18-Jährigen. Und du denkst einfach nur, das ist ein fucking Psycho. Er ist wahnsinnig selbstbewusst. Also wirklich so, das Selbstbewusstsein strömt ihn aus jeder Pore. Er kann mit seinem Ego seine Haare gelen. Und dann ist auch seine Klasse dabei. Seine Klasse steht so unbeteiligt daneben. Und wo ich dachte, so abgefahren, wieso ist das so? Die stehen da so und sagen so, ja, das ist ja der Christian, der ist halt Unternehmensberater, ja. Ja, ich mag gern Fußball, aber so hat jeder seins. Wo ich mir gedacht habe, so, wann ist denn da das mit der Klassengemeinschaft da falsch gelaufen? Mobbt ihn! Brecht diesen Mann! Also ich meine, ich bin gegen Mobbing, aber das ist doch ein Akt der Nächstenliebe. Ich meine, ich will jetzt nicht so tun, als wäre ich lebensweltlich so weit entfernt von Christian Lindner. Politisch absolut, aber lebensweltlich natürlich nicht. Also da bin ich näher an ihm als den Leuten hier im Kotti, natürlich. Ja, so, und muss man schon sagen. Und ich merke auch manchmal, ich gehöre da nicht so richtig dazu irgendwie. Also ich bin manchmal zu kompliziert fürs Cottbuser Tor. Ja, ich bin ein bisschen nervig für die Leute am Kotti. Das merke ich schon. Ich habe das, also neulich ist mir dann wirklich nochmal richtig doll aufgefallen. Da war ich in der U8 und dann stiegen so 3 südländisch aussehende Jugendliche zu. Ist es wirklich wichtig für die Geschichte, dass sie südländisch aussahen? Ja, Sabine. Ich kenne die Reflexe. Die stiegen zu und es war sofort klar, das sind Arschlöcher. So, einer schrie ganz laut, einer hörte laut Porno-Rap, einer rauchte und es war klar, die provozieren, bis jemand was sagt und dann hauen sie dem auf die Fresse. Das war das Spiel, zu dem waren wir alle eingeladen. Keiner wollte mitspielen. Alle guckten so betreten nach unten.
unfassbar angespannte Stimmung. Und ich habe mir gedacht, jetzt wäre mal Zeit für Zivilcourage. Ja, also jetzt nicht von mir, aber... Nee, aber wenn sich da jemand finden würde, dem würde ich die Daumen drücken. Doch. Also. Und das Krasse war, es fand sich jemand. Da stand jemand auf, so ein Typ Manfred. Stellt euch einen Manfred vor, der war's. So Mitte 40, leicht untersetzt, hochroter Kopf. Du hast sofort gesehen, der hat die Faxendicke. Ja, das ist ein Typ, der sagt, hör mal, Meister! Und dann bist du der Meister. Ja, der bestand einfach nur zu 100% aus Wut. Der war nur für diesen einen Moment erschaffen. Er hatte gar keine Angst. Ging zu denen und sagte, so Leute, jetzt ist Schluss hier mit der Scheiße! Und die 3 Jugendlichen merken sofort, das ist der Endgegner. Und waren sofort so, ach so, nee, das war, sorry, war Quatsch. Das ist ja eine U-Bahn hier. Ah, Quatsch. Und wir haben es einfach nur, das ganze Abteil hat Manfred gefeiert. Einfach so, wir hatten einen Helden. Manfred, wir haben ihn gecheert mit so Puscheln. Wir haben gedacht, Manfred! Ja, richtig gute, also wir haben nicht so Puschel gehabt. Wir haben das innerlich gemacht. Äußerlich ist nichts passiert. Ich habe einmal so gemacht, das war's. Aber es war gelöste Stimmung. So, alle haben gedacht, boah, geil, oh, wie gut ist das. Und Manfred will sich gerade wieder setzen. Da denkt er sich aus irgendeinem Grund, das war noch nicht genug. Und dreht sich nochmal um und sagt, ihr scheiß anatolischen Kamelficker! Manfred. Puschel wieder weg. Wir hatten sofort einen Helden verloren. Alle im Abteil waren so, ja, okay, so einer. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich aber auch mal was sagen. Und bin so aufgestanden und hab dann gedacht, ja, das ist jetzt auch eine komplexe Gemengelage hier. Wie bringe ich jetzt meinen Standpunkt auf den Punkt? Und dann habe ich gesagt, Manfred, ja, du kannst doch auch ihr Verhalten scheiße finden, ohne rassistisch zu sein. Ja genau, und die Stimmung im Abteil war genauso wie hier jetzt. Und da habe ich gemerkt, ich bin zu kompliziert für die U8. So, und auf einmal merke ich so, alle fragen sich, wer hat den Studenten eigentlich gefragt? Und auch so, für wen ist er denn jetzt? Und auf einmal merke ich, alle können sich darauf einigen, mich scheiße zu finden. Bis einer der 3 Jugendlichen sagt, ey, lass Manfred in Ruhe. Vielen Dank. Riesenapplaus für die Ritter Butzke, bitte. Hinter der Kamera Felix, Johann, Erik. Vielen lieben Dank und alle anderen von der Butzke.